Hallo allerseits, willkommen zum Kanalupdate für Mai und Juni 2019. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues gibt rund um den Kanal, was für Projekte so gerade in der Mache sind, auf welchen Ausstellungen ich war, was für neue Bausätze hier reinkommen sind. Also kurzum, alles Mögliche, was ihr wissen wollt. Kommen wir gleich zu den aktuellen Terminen. Im Sommer finden ja nicht so viele Ausstellungen statt, aber es gibt zumindest eine Ausnahme hier in der Gegend, und zwar die 5. Modelltage im Museum für Militär- und Zeitgeschichte in Stammheim am Main. Das findet statt am 13. und 14. Juli. Da werde ich wohl am 13. Als Besucher da sein und mir das Ganze wieder anschauen. Ich war letztes Jahr ja schon da als Besucher. Ist eine schöne Location, tolles Museum und die Ausstellung ist ja auch der Hammer. Ist ziemlich groß, verteilt sich über das ganze Gelände eigentlich. Das Problem ist immer bloß, dort ist es wirklich sehr heiß. Diese Hallen heizen sich doch recht unangenehm auf. Deswegen würde ich empfehlen, da möglichst früh da zu sein, am Vormittag, wenn es nur einigermaßen kühl ist, wo man dann am Nachmittag alles gesehen hat so, und sich ab 2 dann wirklich verkrümeln kann, ohne einen Hitzschlag zu bekommen. Ich werde das Ganze natürlich wieder für euch dokumentieren und ein Video drüber machen, ein paar Tage später. Und ja, ich fürchte, dass ich wieder viel zu viel Geld ausgebe, ja, weil da sind doch einige sehr gute Händler immer da gewesen. Ja, vielleicht sieht man sich ja, dann sagt ihr kurz Hallo oder ich sage Hallo zu euch, je nachdem, ob ich euch schon kenne oder nicht. Und dann haben wir da einen schönen Tag. Wo wir schon gerade bei Ausstellungen sind, möchte ich euch noch kurz einen Bericht geben zur Modelldrift Original Ausstellung im Fliegerhorst Museum in Leipheim. Das war jetzt Ende Mai, da habe ich ja auch ein kurzes Video drüber gemacht. War wie immer eine sehr schöne Ausstellung, läuft auch sehr entspannt ab, weil es nur einen Tag geht. Also da ist nicht das ganze Wochenende belegt damit. Und nachdem das in so einem alten Fliegerhangar ist, so ein Bunker, ist es da auch sehr wohl temperiert da drin. Kriegt man keinen Hitzschlag, finde ich wirklich eine super Location, macht immer wieder Spaß und ich werde auch versuchen, da nächstes Jahr wieder hinzukommen. Ich habe auch wieder Besuch bekommen von dem einen oder anderen Zuschauer hier, die da keine Mühen scheuen, auf so Ausstellungen zu fahren und sich das auch anzuschauen. Ist ja auch gut für die Ausstellung selber, wenn da viele Besucher kommen, dann gibt es keinen Grund, die Ausstellung irgendwie wieder einzustellen. Das lebt ja von den Besuchern und deswegen freut es mich, dass ich da auch ein bisschen beitragen kann, dass da eben Leute hinfahren und sich's anschauen. Also finde ich gut und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft auch so aufrechterhalten können, dass ihr mich immer auf den Ausstellungen besucht. Natürlich habe ich in Leipheim auch was eingekauft, nur einen Bausatz, ich war ganz bescheiden, und zwar von Wingnut Wings, die Halberstadt. Viele Leute reden über Wingnut Wings und sagen, das ist so toll und was auch immer. Und ich habe noch nie einen Bausatz davon irgendwie mir näher angeschaut, war eben neugierig und habe den liegen sehen, fand ich interessant, zumal man da auch mehrere Maschinen der bayerischen Luftstreitkräfte bauen kann damit. War das einfach ein Muss. Und wenn man da reinschaut, da kriegt man schon ein bisschen die Krise. Also das ist wirklich, glaube ich, modellbauerisch das Nonplusultra. Also so ein geiler Bausatz, der ist schon fast zu schade, um ihn zu bauen. Also das ist eigentlich wird es reichen, sich da einmal am Tag die Gießäste anzuschauen und die Bauanleitung, die auch sehr schön ist. Ja, und dann freut man sich einfach, dass es Perfektion überhaupt gibt auf dieser Welt. Und dann legt man wieder ins Regal. Aber das ist ja nicht das Schicksal von so einem Bausatz. Also ich möchte den auf jeden Fall mal bauen, auch wenn es eine Herausforderung ist. Gerade die Lackierung ist da sicherlich ein Thema. Und ich bin ja jetzt auch nicht so Flugzeugmodell-affin, aber ich möchte es versuchen. Sieht auch einfach cool aus. Da kann keiner Nein sagen. So, das Thema Ausstellungen ist jetzt erledigt. Da möchte ich meine Zeit noch nutzen und 2 Leuten danken. Der eine ist der Carsten. Das ist ein sehr, sehr
interessanter und feiner Mensch, der mir schon auf diversen Ausstellungen jetzt über den Weg gelaufen ist. Und ja, der hat mir schon diverse Bausätze mitgebracht für den Kurs fürs Ferienprogramm. Der hat mir jetzt auch diverse Bücher und auch teilweise Bausätze überlassen, was ich sehr großzügig finde. Das ist wirklich ein feiner Zug von dir, Carsten. Das ist einfach eine super Sache. Gerade Bücher sind mir ganz wichtig. Ich lese sehr viel, ich lese sehr gern und das sind wirklich ein paar Bücher dabei zu sehr speziellen Themen, die mich sehr interessieren und wo man auch so jetzt ohne weiteres nicht viel zu findet. Zumindest nicht aus dem Blickwinkel. Und das finde ich doch sehr faszinierend. Der zweite, den es zu danken gilt, ist der Hendrik. Nennt sich auf YouTube auch Hollywood Modeling, hat da auch einen Kanal. Der hat mir hier diesen Bausatz zukommen lassen. Der hat nur den Waggon gebraucht anscheinend und er weiß einfach, dass mein Herz für den Panzer 3 schlägt. Deswegen war der Panzer 3 sozusagen über und ich habe ihn jetzt adoptieren dürfen. Vielen Dank, Hendrik. Das ist sehr großzügig, wie du mich fortwährend einfach unterstützt. Finde ich super. Manch einer wird sich vielleicht erinnern, dass dieser Bausatz schon mal auf meinem Kanal aufgetaucht ist. Und zwar ist es das Objekt, das ich in einem meiner ersten Tutorial-Videos, das ist so ein uraltes Video, heißt glaube ich How to Build a Realistic Tank Model oder irgendwie so heißt es glaube ich. Das ist das Video mit den meisten Aufrufen auf meinem Kanal, es hat irgendwie 700.000 Aufrufe. Ja, und das war genau der gleiche Bausatz, der ist auf den gleichen Weg zu mir gekommen damals. Da war es auch so, dass jemand nur den Waggon brauchen konnte und der Panzer war über und dann habe ich den Panzer bekommen. Also genau das gleiche Prozedere. Und vielleicht wäre es ganz witzig, wenn ich mal irgendwann mittelfristig vielleicht praktisch eine Neufassung von diesem alten Video mache, wo ich das gleiche Modell praktisch nach meinem aktuellen Vorgehen alter. Das wäre vielleicht ganz cool. So aus Nostalgiegründen. Ja, jedenfalls vielen Dank, Hendrik. Finde ich super. Und an euch geht die Bitte, schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin mir sicher, dass ihr das mögt. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Das sind insgesamt 3 Stück. Ich war also ziemlich fleißig in letzter Zeit. Das 172er Frankreich Diorama ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt. Da hat sich seit dem letzten Update noch sehr viel getan. Das komplette Diorama musste dann noch lackiert werden und die Figuren auch. Die Fahrzeuge waren glaube ich schon bemalt, aber noch nicht gealtert. Also da ist sehr viel passiert. Da war ich der Meinung, dass es relativ fix gehen sollte, aber da habe ich mich ein bisschen getäuscht. 172 erfordert trotzdem doch ziemlich viel Aufwand und Mühe, auch bei der Bemalung und bei der Alterung. Ja, deswegen hat sich das nochmal ein bisschen gezogen, aber jetzt ist es fertig und mir gefällt es wirklich sehr gut. Das ist sicherlich nicht das letzte Diorama in dem Maßstab. Wie ihr wisst, habe ich ja noch so einiges im Depot dazu, wo ich noch das eine oder andere bauen kann. Ich bin einfach sehr angetan. Das ist eine sehr kompakte Größe. Die Details sind mittlerweile eigentlich auch ganz akzeptabel. Da lässt sich schon was draus machen. Das zweite fertige Projekt ist von Itellery der M14-41 im Maßstab 1:35. Das Modell habe ich Anfang Mai angefangen zu bauen und so Mitte Juni war es dann fertig. Also das ging relativ fix. Hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Der Bausatz, obwohl er eigentlich doch ziemlich alt ist eigentlich immer noch ganz schön. Ein paar kleinere Aufwertungen sind notwendig, damit er auf dem Stand der Zeit ist. Ich habe dem jetzt noch Friolketten verpasst, ein Metallrohr und ein Zuladungsset von Royal Model. Viel mehr braucht man da eigentlich nicht verbessern. Da gäbe es noch zahlreiche andere Zurüstsets, die dieses und jenes noch korrigieren oder verbessern oder wie auch immer. Aber ich finde eigentlich, dass der Bausatz so
ja, wie er ist, mit kleinen Verbesserungen, ja, die leicht vorzunehmen sind, ja, nach wie vor seine Berechtigung hat. Für die kleine Szene habe ich dann noch 3 Figuren von Model Victoria mir besorgt. Die sind ja wunderbar detailliert und bemalen sich dementsprechend auch recht einfach und effektiv. Also ja, wirklich eine kleine nette Szene. Und da wollte ich jetzt ja nicht zu viel machen. Klein aber fein, das reicht ja. So kleine Dioramen oder Vignetten interessieren mich zurzeit ein bisschen mehr wie sonst. Weil es einfach ja ein bisschen schneller zum Bauen geht. Da hat man ein schnelleres Erfolgserlebnis sozusagen. Und wenn man dann auf Ausstellungen geht oder so, ist das halt auch ein bisschen handlicher im Transport. Dieses Diorama steht auch in einem etwas größeren Kontext, und zwar werdet ihr euch vielleicht noch erinnern, habe ich im Frühjahr schon einen ungarischen Radpanzer gebaut. Jetzt habe ich hier so einen italienischen Panzer gebaut und ja, ich möchte in nächster Zeit noch ein paar mehr Fahrzeuge von anderen Achsenmächten bauen. Mir schwebt dann noch ein japanischer Panzer vor und ja, nochmal ein italienischer, und ja, ich könnte ja auch noch was aus Vichy Frankreich bauen oder einen rumänischen R2-Panzer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich finde es ein interessantes Thema, ist mal was anderes, sieht man nicht so oft. Die meisten Leute bauen ja irgendwelche Tiger und Panther und kaum was anderes. Aber ja, es gab auch noch andere Nationen mit ihren ja, ganz eigenen Fahrzeugen. Und das finde ich im Moment ziemlich reizvoll. Also da könnt ihr in den nächsten Monaten, würde ich jetzt mal sagen, nur durchaus mehr erwarten, so aus diesem Bereich. Das dritte Projekt, was ich fertig bekommen habe, ist der Tiroler Landesschütze von MMA im Maßstab 1:32. Der ist tatsächlich so neu, der ist sprichwörtlich gerade erst fertig geworden, da habe ich noch nicht mal Fotos davon gemacht, geschweige denn Video. Also das ist jetzt eine Sache, mit der könnt ihr dann in den nächsten Tagen rechnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch den Bausatz zu der Figur, den habe ich euch im letzten Update erst gezeigt. Den habe ich in Ingolstadt auf der Herzog von Bayern Figurenausstellung gekauft. Ja, und nachdem mich das Thema Alpenkrieg so sehr interessiert, konnte ich nicht anders und habe den vor 2 Wochen dann angefangen zu bauen, und jetzt ist er eben schon fertig. Das war so ein ganz entspannendes Zwischendurchprojekt. Der Bausatz als solcher ist eigentlich ganz in Ordnung. Manche Bereiche sind sehr schön detailliert, andere Bereiche sind nicht ganz so schön detailliert und manche Sachen waren auch nicht schön gegossen. Vor allem die Hände, die habe ich hier ersetzt durch Resinhände von Hornet. Die anderen Makel von der Figur waren aber eigentlich ganz okay zum Bereinigen. Da waren ein paar so Lufteinschlüsse und so, kann man wegschleifen und verspachteln, das geht eigentlich ganz gut. Das war jetzt eigentlich nicht das Problem. Bemalt habe ich die Figur ganz normal mit Acrylfarben von Revell, Andrea und Vallejo. Ja, hat Spaß gemacht, ging auch relativ fix, an der Figur ist jetzt nicht so viel dran. Das einzig Interessante, was etwas Zeit gekostet hat, sage ich mal, war die Farbe der Uniform. Die österreichische Uniform hat eine etwas seltsame Farbe, finde ich. Das ist so ein Grau-Blau mit einem leichten Lila-Stich, würde ich jetzt mal sagen. Das musste ich mir selber anmischen. Hat eine Weile gedauert, bis ich dann zufrieden war. Aber am Ende hat es dann eigentlich schon gepasst. Ja, ist ein faszinierendes Thema. Der Tiroler passt jetzt sehr gut hier zu meinen italienischen Alpino. Die kann ich dann auf die Ausstellungen schön nebeneinander stellen, weil die einfach thematisch zusammengehören. Schauen wir uns jetzt an, was sich so auf der Werkbank tut. Das hier ist mein Eintrag in den 1944 Gruppenbau auf Facebook, und zwar der Flakpanzer 38 von TriStar. Den haben wir uns ja im letzten Update schon angeschaut, und das Projekt ist jetzt etwas weiter gediehen in der Zwischenzeit. Ich habe den Flügel von dem Horsa-Glider
schon mal gebaut. Und ja, das Diorama so ist jetzt auch in seinen Anfängen in etwa. Das ist einfach bloß ein Holzbrett, was ich außen mit Balsaholzplatten verkleidet habe und innen drin habe ich es dann noch mit Styroporplatten aufgefüllt. Den Baum habe ich schon ewig in meinem Fundus. Den konnte ich nie wirklich verwenden. Der sieht zwar super aus, aber der ist so groß, dass der normalerweise, wenn man den auf ein Diorama packt, ja, der alles optisch einfach erschlägt. Aber hier ist er, glaube ich, gerade so groß genug, weil der Flügel von dem Horsagleiter, der ist doch ja, ziemlicher Apparat und den könnte ich dann irgendwie so in den Baum reinstecken oder in eine Hecke reinstecken und ja, dann sieht es, glaube ich, ganz stimmig aus, weil ja, der Flügel ist ein bisschen länger als der Baum. Ja, zu dem Horsa-Flügel ist auf der Bausatz von Bronco. Da kann man den kompletten Horsa-Gleiter kaufen oder eben nur Sektionen. Und ich habe eben die Hecksektion und die Tragflächensektion mir zugelegt. Der Bausatz ist allerdings ziemlich schrecklich. Also ich würde keinem empfehlen, da den kompletten Gleiter zu bauen. Da hat sich Bronco irgendwie nicht viel Mühe gegeben. Die Teile ja, passen nicht so gut zusammen. Vieles ist auch ein bisschen grob und auch schwierig zum Versäubern. Also ja, es geht, aber Freude macht es keine. Ja, wie man sieht, habe ich angefangen, die Tragfläche ordentlich zu beschädigen. Da gehe ich nach einem Vorbildfoto von so einem abgestürzten Teil. Da sind lauter so kleine Löcher drin. Ich nehme an, dass das ja entweder durch den Einschlag kommt oder eben durch Beschuss mit Flugabwehrgranaten, je nachdem. Ja, was so die Beschädigungen angeht, reicht es noch nicht ganz. Also gerade hier so an der Wurzel, da muss schon noch mehr verdengelt werden. Da werde ich mir noch was überlegen, wie ich dann noch mehr Schäden hinzufüge, weil so ganz überzeugend schaut es noch nicht aus. Zu dem Diorama selber von der Aufteilung her bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich es machen will. Ich dachte mir so, hier in dem Bereich ja, wird einfach irgendwie ein Feldweg oder eine Straße sein. Und dann eben ganz viel so Hecken und vielleicht noch ein Telegrafenmast oder ja, vielleicht noch eine Kuhweide, irgendwie sowas. Und eventuell kommen noch mehr Figuren dazu und vielleicht noch ein kleines Fahrzeug, so ein Kübelwagen oder so. Irgendwie sowas in der Art. Also es wird viel normannische Landschaft sein. Und dann eben so ein riesen Flügel, der da drin liegt. Und halt der Flakpanzer. Dann habe ich noch was Neues angefangen. Das ist von Itellerie der leichte italienische Panzer L6-40 im Maßstab 1:35. Ist ein relativ neuer Bausatz, der eigentlich ganz schön detailliert ist und auch sich ganz gut bauen lässt. Hat auch eine ziemlich komplette Inneneinrichtung, bis auf den Motor, der ist nicht dabei. Also ja, schöner Bausatz, den ich eigentlich empfehlen kann. Das Einzige, was ich verbessert habe, waren die Ketten. Die Segmentketten vom Bausatz, die sind okay, aber es geht noch ein bisschen schöner und deswegen habe ich mir da noch Friulketten besorgt. So rund um den Aufbau muss ich ein bisschen spachteln, da hat aber Mr. Surfacer Flüssigspachtel gereicht. Das ist eigentlich nicht der Rede wert, ansonsten passt der Bausatz wirklich perfekt zusammen und macht echt Spaß. Was ich hier darstellen möchte, ist eine Szene aus dem Winter 1942, 1943. Die Italiener waren ja da zum Flankenschutz eingesetzt zur 6. Armee in Stalingrad und wurden da ziemlich böse überrannt. Und beim chaotischen Rückzug wurde dann viel stehen gelassen. Und da gibt es ganz viele Fotos und da habe ich eben eins gefunden, wo man relativ viele von diesen leichten Panzern einfach so ja, neben der Straße stehen sieht. Und ja, sowas in der Art möchte ich eben bauen. Da habe ich mir jetzt noch von Alpine hier so einen russischen Panzeroffizier besorgt, der das Fahrzeug hier so beäugt. Und des Weiteren soll hier noch so ein italienisches Benzinfass draufkommen. Und hier noch so ein weggeworfenes Gewehr. Und ja, dann sieht es, glaube ich, ganz interessant aus. Der Untergrund wird dann ziemlich ja, schlammig und auch viel Schnee wird es geben.
Ja, und viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist doch eine ziemlich kleine Szene, nur mehr wie eine Vignette eigentlich. Den Sockel habe ich dieses Mal ein bisschen höher gemacht, einfach nur aus optischen Gründen. Die meisten meiner Dioramen haben immer eine ganz ähnliche Höhe und jetzt wollte ich mal ein bisschen was Höheres haben. Ich stelle mir das ganz interessant vor auf einer Ausstellung, wenn man dann eben Dioramensockel hat in verschiedenen Höhen. Das ist vielleicht ganz cool. Und außerdem brauche ich da ein bisschen zusätzlich Platz, weil ich möchte auf dem Sockel hier noch dieses italienische Gedenkkreuz montieren. Das ist eine Nachbildung, die habe ich relativ günstig bekommen. Das ist ein Gedenkkreuz für die italienische Armee in Russland. Und das sieht, glaube ich, ganz dekorativ aus und das möchte ich da eben drauf montieren. Wie ihr euch sicher denken könnt, steht dieses Projekt auch wieder in dieser Reihe Fahrzeuge der anderen Achsenmächte. Ja, nach dem ungarischen Radpanzer und dem italienischen M14-41 kommt jetzt eben noch der L6-40 dazu. Ja, dann habe ich irgendwann eine ganz interessante Sammlung an Fahrzeugen, die man sonst eher nicht so sieht auf Ausstellungen oder auch im Internet. Meine Figurengruppe zum Thema englischer Bürgerkrieg hat geringe Fortschritte gemacht. Ich habe angefangen, die Figuren an manchen Stellen ein bisschen zu verspachteln. Bei Weißmetall hat man oft das Problem, dass man da kleinere Makel auch nicht so gut erkennen kann. Und deswegen habe ich die Figuren größtenteils jetzt mal so präventiv mit Mr. Surfacer 1200 behandelt, damit man da noch ein bisschen den Grad sieht, wo er noch eben zu entfernen ist. Und man kann damit auch kleinere Spalten schon mal verspachteln. Das ist vor allem hier an der Flagge ganz wichtig. Die ist nämlich nicht so schön gegossen und da gilt es einiges zu kaschieren. Bis vor kurzem habe ich dann auch noch gerätselt, was ich eigentlich auf dem kleinen Diorama dann darstellen will, wo die Figuren draufkommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich dachte erst so einfach nur an einen Feldherrnhügel oder an eine Schanze von einer Belagerung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gegenwärtig tendiere ich dazu, eine Artilleriestellung zu bauen, so mit Schanzkörben und so. Da bräuchte ich dann aber noch eine Kanone dafür. Da gibt es verschiedene Bausätze, da konnte ich leider noch keinen auftreiben, aber ja, irgendwann finde ich dann auch noch was. Und wenn ich dann weiß, wie groß die Kanone ist, die ich da eben dazu stellen möchte, dann kann ich auch einen Dioramen-Sockel dafür bauen. Und dann gibt es natürlich noch die Phantom, an der wieder nichts passiert ist. Deswegen werde ich es jetzt so machen, dass ich den Bausatz einfach mal zur Seite räume. Und wenn es dann wieder was Neues davon gibt, dann gebe ich euch Bescheid in dem Update. Also vorläufig gibt es da keine weiteren Erwähnungen mehr davon. Alles klar, jetzt schauen wir uns an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen zugelegt habe seit dem letzten Update.
Ja, da waren schon ein paar wirkliche Zuckerl dabei, würde ich mal sagen. Der Panzer IV vom Border Model ist ja eigentlich Pflicht für mich. Den habe ich mir jetzt auch besorgt. Ist ein schöner Bausatz, so jetzt mal so vom ersten Eindruck her. Ich habe zwar noch nicht konkret eine Idee, was ich damit machen will, aber mit einer Ausführung G ist eigentlich so gut wie alles drin. Da kann man verschiedene Fahrzeuge an verschiedenen Kriegsschauplätzen auch machen. Man kann auch Fahrzeuge darstellen, die nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo unterwegs waren, zum Beispiel bei den Bulgaren oder bei den Spaniern. Also da ist eigentlich alles möglich. Besonders interessant dürfte allerdings von Takom der AML 90 werden. Für den habe ich was Spezielles vor, und zwar soll der ein bisschen umgebaut werden zu einem Eland 90. Das ist die südafrikanische Lizenzfertigung des AML 90. Die waren bautechnisch ein bisschen anders an manchen Stellen. Das muss ich noch ein bisschen recherchieren. Jedenfalls ist da mein Plan, ein rhodesisches Fahrzeug zu bauen. Die Rhodesier hatten einige Eland 90 von den Südafrikanern bekommen und damit eben ihren Buschkrieg geführt. Ist einfach ein interessantes Thema, allein schon historisch, gesellschaftlich. Und wenn man dann eben noch ein Modell dazu bauen kann, was eigentlich niemand macht. Also ich habe noch nie was gesehen zum Thema Rhodesien, also irgendwo, nicht mal im Internet oder so. Also das scheint irgendwie so was ganz Esoterisches zu sein, und das ist so ein Thema, dem möchte ich mich mal annehmen. Das ist so wahrscheinlich eins der nächsten Sachen, die ich so anfange, wobei sich das auch wieder ein bisschen ziehen dürfte aufgrund eben der Umbauten. Aber ja, das ist mal so ein Pfad, der überhaupt nicht ausgetreten ist. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keinen Pfad. Also da muss ich mich, glaube ich, komplett allein durchschlagen. Aber sei es drum, das macht das Hobby ja irgendwie auch interessant. Im letzten Update hatte ich ja erwähnt, dass im Laufe des Sommers und Frühherbst dann die Videos zu diesem Geheimprojekt rauskommen dürften, was ich mit einem anderen YouTuber mache. Da ist noch nicht genau ein Termin gesetzt dafür, wann das dann alles öffentlich ist. Wenn ihr neugierig seid, könnt ihr aber auf Patreon schon die 4 Teile bzw. die Dokumentation dazu sehen. Die sind relativ detailliert. Ein Mini-Baubericht würde ich jetzt mal sagen. Das ist alles da schon verfügbar ab Juli. Dann sind alle 4 Teile drin. Dann gibt es noch ein zusätzliches Video, wo man dann einfach nur das fertige Modell sieht, aus allen Blickwinkeln, so wie ich es immer mache. Das ist dann für August das Video, was dann kommt. Also, wenn ihr neugierig seid, könnt ihr mal auf Patreon gehen und mich da unterstützen. Wenn ihr dann einfach noch ein bisschen warten könnt und wollt, dann wird es wahrscheinlich auf dem Frühherbst oder so rauslaufen, wo die Videos dann öffentlich werden auf YouTube und ihr es euch dann da anschauen könnt. So, jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ich bin wie immer viel beschäftigt mit allerlei Projekten. Ja, manches wie die Phantom ist vielleicht eine Sackgasse. Lege ich jetzt einfach mal zur Seite, mache ich dann weiter, wenn ich einen Nerv dafür habe. Andere Sachen reizen mich total, da geht es dann einfach schnell, so wie diese italienischen Panzer zurzeit. Also ja, ihr seht, es wird auf jeden Fall nicht langweilig hier. Und ja, den Sommer über dürfte dann natürlich noch das eine oder andere dazukommen. Die heißen Temperaturen draußen halten mich jetzt vom Modellbau eher wenig ab. Klar, man macht auch andere Dinge und geht viel am Baggersee oder macht sonst irgendwas mit Freunden im Biergarten und so weiter, was man vielleicht zu anderen Jahreszeiten nicht macht. Aber grundsätzlich habe ich meine Werkstatt hier im Keller. Das bedeutet, hier ist es jetzt nicht wirklich unerträglich heiß, man kann ganz gut arbeiten und das ist doch, glaube ich, ein ganz guter Bonus und ein Luxus, den nicht jeder hat. Also wenn ihr irgendwie eine Dachwohnung habt und die Werkstatt irgendwie auch unterm Dach ist und ihr jetzt über den Sommer keinen Nerv habt für einen Modellbau, es gibt ja meine Videos so als Ersatzdroge. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.